Alex von Hacke, der Mann ist unglaublich. Zuerst habe ich ihn mal gehört mit Panzerballett. Das ist diese Münchner Jazz-Metal-Band, wo ein paar Kollegen von mir auch mitspielen, und war begeistert, was der rhythmisch alles drauf hat und tolle Improvisationen und so vielseitig. Und ein paar Jahre später habe ich ihn dann entdeckt, als ich bei den Münchner Philharmonikern zu Gast war am Odeonsplatz. Da hat er das Saxophon gespielt und dachte, okay, der spielt auch das klassische Instrumentarium. Und so habe ich ihn engagiert für Percussive Planet, für das Century of Percussion, denn der kann alles. Der spielt die Klarinette, der spielt die Flöte, das Sopransax, das Altsax, das Baritonsax, das Tenorsax. Unglaublich, und Schlagzeug kann er auch ein bisschen spielen. Meine Damen und Herren, aus Oberbayern, der Graf am Saxophon, Alex von Hacke. Alex hat sich viele Gedanken gemacht, was er mit seinem Instrument anstellen könnte, um es auch in ganz neuem Lichte zu präsentieren. Und so hat er ein Ensemble gegründet, nämlich Passo Avanti. Das sind Musiker, die ganz Besonderes leisten. Die machen nicht einfach nur Arrangements und Bearbeitungen und jammen da so dahin. Die haben sich in ganz penibler Art und Weise überlegt, wie sie dieses Ensemble und die Instrumente, die sie darstellen, besonders präsentieren könnten. Und da wird dann nicht einfach nur dahin gejammt, sondern sehr genau bedacht und überlegt, wie man all diese Arrangements einsetzen kann. Noch dazu komponiert der Alex auch immer wieder für das Ensemble. Hat mir da schon ein paar Dinge vorgespielt. Letztens sind wir im Bus gesessen und hat gesagt, horcht dir das mal an. Hat mir den Computer gezeigt, ich habe reingehört und habe mir gedacht, Mann, er ist echt talentiert. Passo Avanti ist ein besonderes Ensemble und wir freuen uns sehr, Ihnen diese wunderbaren Musiker vorstellen zu dürfen. Ich habe immer versucht, Sachen mir an Land zu ziehen oder mit Leuten zu arbeiten, die ich musikalisch interessant finde, die vielleicht auch grenzgängerisch unterwegs sind, die jetzt Sachen machen, die man noch nicht so kennt. Auch einfach Sachen, wo ich das Gefühl habe, die fordern mich. Da muss ich vielleicht noch irgendwo eine Schippe drauflegen oder kann ich viel davon profitieren. Dann reizt mich das und dann arbeite ich mich da ein. Wir mischen einfach alte Elemente mit neuen Elementen und versuchen dann vielleicht aber auch noch was Eigenes daraus zu machen. Man muss nicht bis zur Unerkenntlichkeit irgendwas zerimprovisieren, aber man kann immer hinterfragen, vielleicht so. Ich gehe so durch meinen Alltag oder durch mein Leben, bin hier im Konzert, bin da am Üben oder was ich gerade mache. Und dabei ist Musik immer irgendwie da und dann gibt es plötzlich den Moment, wo ich mir denke, ja, das wäre mal toll.
bei uns ist eigentlich immer das klassische Werk oder die Eigenkomposition im Vordergrund. Und dann überlegen wir uns einfach, mit welchen Stilmitteln kann man dieses Stück anreichern. Wir versuchen einfach, die Musik von damals so zu spielen, wie die vielleicht heute gespielt werden könnte, wenn die heute leben würden.